jetzt wollen wir mal schauen, was er bringt hier. Ja, einen schönen guten Morgen heute aus dem Cockpit eines Rennwagens, kann man eigentlich sagen. Das Auto habe ich schon mal vor ein paar Tagen 300 Kilometer bewegt. Den haben wir uns extra rangeholt, weil ich der Meinung bin, sowas muss man haben. Das ist ein Mercedes SL 65 mit 1000 Newtonmetern. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon noch mal gegeben hat. Die Serie war zumindest 2005 das schnellste Auto, was Mercedes gebaut hat, der schnellste Roadster. Der Wagen läuft, wenn er offen ist, 330 Stundenkilometer. Und das Schöne an unserem Auto hier, das ist ein deutsches Auto, was, soweit ich das gesehen habe, echt alle extra hat, was wunderschön ausgestattet ist. Hat also zum Beispiel dieses tolle Holzlenkrad hier vorne, übrigens auch mit Peddeln, hier Minus und Plus, da kann man also schalten. Der Wagen hat 612 PS, also Eingeweihte wissen ja ungefähr, was das bedeutet. Das Auto hat einen riesen Dampf und als ich zurückgefahren bin, muss ich sagen, als ich in Coburg getankt habe, da dachte ich, oh je, hoffentlich komme ich damit bis nach Riedering und war vollkommen überrascht, denn ich bin nämlich nicht nur langsam gefahren, war vollkommen überrascht, dass der nur die Hälfte verbraucht hat. Da war nur halb voll, da dachte ich, das kann ja nicht sein und ich habe da mal nachgemessen, also diese 340 Kilometer, die das sind, von Coburg nach Riedering, hat er 44 Liter verbraucht. Das heißt, irgendwie 14 Liter oder leicht drunter. Und bei so einer Maschine, der hat echte 6 Liter, der hat echte 12 Zylinder, war ich wirklich absolut überrascht. Also einmalig. So, ich meine hier mal ganz kurz zum Armaturenbrett hier vorne. Da steht es V12 Biturbo, er hat also 2 Turbolader, die 612 PS leisten. 1000 Newtonmeter sind mehr oder weniger sofort abgreifbar. Er hat gelaufen jetzt original 91.500 Kilometer, Scheckheft gepflegt. An dem Auto ist alles gemacht. Er hat zu 98% einen ersten Lack. Er ist super gepflegt, sonst hätte ich das Auto gar nicht besorgt. Und ich bin der Meinung, das ist ein Wagen, das muss man vielleicht mal vergleichen. SL 55 war ja der 8-Zylinder von AMG. Der hat damals 130.000 Euro gekostet. Das war schon viel Geld 2002. Und er hier hat über 200.000 Euro neu gekostet. Richtiges Geld. Und währenddessen es vom SL 55 20.000 gebaute Autos gibt, hat man ihn in der Ausführung nur 1000 Mal gebaut. Das ist ein ganz seltenes Auto mit der absoluten Top-Motorleistung, also wirklich mit einer Top-Ausstattung. Der ist sehr selten und ich glaube, dass das Auto hier noch richtig Zukunft hat. Also noch sind diese Autos für unter 100 zu haben, für knapp unter 100. Wichtig ist halt eben, dass der gepflegt ist. Die Autos sind ja später leider mitunter mal in komische Hände gekommen. Das ist hier nicht der Fall. Das Auto hat 3 Vorbesitzer, ist alles dokumentiert. Er ist super schön gepflegt und ich muss dazu sagen, wir haben ihn bei uns noch nicht in der Aufbereitung gehabt. Das kommt noch. Was also schön ist, er hat hier vorne, der Automatikwählhebel, hat ja ein 5-Gang-Getriebe, die Start-Stopp-Einrichtung, das hat auch nicht jeder. Dann hat er, wie gesagt, dieses Lenkrad aus edelstem Holz, das haben die meisten gar nicht genommen. Dann hat er hier überall Airbag, ist natürlich modern, hat hier Alcantara-Ausstattung, die neuwertig ist. Und das Tolle und Seltene, er hat auch dieses Glasdach hier oben, das haben längst nicht alle SLs, das ist ja die Baureihe SL 230, W230. Und er hat eben auch das Glasdach. Also so wie wir das gesehen haben, hat er mehr oder weniger alle Extras, der Wagen. Ist super schön gepflegt und dieses Silber außen mit dem roten Leder innen finde ich absolut klasse. Steht dem Wagen. Innen ist er ja zweifarbig, auch hier rot abgesetzt, das könnt ihr hier sehen. Die Stickereien, die Nähte. Also das Auto ist wirklich klasse und man merkt beim Fahren, der ist auch jetzt gerade erst wieder durch die Inspektion, dass er also, wenn man da drauf tritt, das ist unglaublich, was sich da tut. Der Wagen braucht 4,2 Sekunden bis 100, wiegt immerhin 2,2 Tonnen, also ist kein Leichtgewicht mit 12 Zylindern und ist in 12 Sekunden auf 200. Ich weiß natürlich, dass ein Porsche GT3 RS sowas heute auch bringt, aber die Art der Kraftentfaltung bei dem Auto, die ist einfach sensationell. Also wenn ihr da drauf tretet, das ist irre. Das heißt also, das ist ein Sportroadster, den könnt ihr heute aktuell täglich einsetzen. Ich war völlig überrascht, wie wenig der verbraucht. Ich habe mit 20 Litern gerechnet. Ich habe es ausgerechnet 13,8. Das finde ich, das ist nichts für so einen 12-Zylinder.
Und man braucht ja nie die volle Leistung. Also er ist dermaßen souverän beim Fahren, das merkt man auch. Also er dreht dann oft auch nur bei 1000, 1200 Umdrehungen, mehr macht er gar nicht. Und wenn man da einmal Gas gibt, also hier auf so einer Straße traue ich mich das jetzt gar nicht, weil es mir hier zu kurvig ist, aber das Ding geht dermaßen nach vorne. Und ja, ich finde ihn außerdem sehr schön. Diese Doppellampen vorne gefallen mir. Die haben wir dann 2007, hat es einen Modellwechsel gegeben. Da hat er so diese Breitbandlampen gehabt, fand ich nicht mehr schön. Da war das Auto irgendwie nicht mehr aus einem Guss. Die schönsten sind die mit den Doppellampen. Er hier ist aus dem Baujahr 2005, also das gab es nur 2 Jahre. Ich glaube Ende 2004 bis 2006, also diese 2,5 Jahre sind die Autos gebaut worden, dann hat man das verändert. Aber die Autos, die danach gebaut wurden, sind ja noch teurer. Ich glaube, dass das hier ein absoluter Geheimtipp ist, so ein Wagen. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Firma AMG, die bauen ja absolute Spitzenprodukte. Das ist übrigens das älteste Auto von AMG, was ich verkauft habe, war ein Mercedes 300 SEL 6,3 aus 1972. Der hatte damals 320 PS. Die Autos sind stark gestiegen. Also solche Autos heute kosten gegen 200.000 Euro. Und so ein V12, ein echter V12, wird ja heute so gar nicht mehr gebaut. Wir haben ja heute nur noch die 8-Zylinder mit 4 Litern Hubraum. Das ist hier wirklich mal eine Ansage, der Wagen. Also er hat übrigens auch schon ein Navigationssystem, was auch gut funktioniert. Also man kann den Wagen wie ein aktuelles Auto fahren. Er hat auch alle Sicherheitsdetails, die heute in aktuellen Autos eingebaut werden. Aber ich drehe das auf der Autobahn drauf, ne? Sonst hebt er plötzlich ab. Hier ab 180 fängt er an zu fliegen. Ja, aber finde ich trotzdem faszinierend. Und günstiger werden diese Autos nicht mehr. Also wenn man jetzt so ein tolles Stück ergattern kann mit geringer Laufleistung und einem Pflegezustand, der top ist. Und es ist übrigens ein deutsches Auto, nicht ein Japaner oder so. Auto ist in Deutschland produziert, immer in Deutschland gewesen. Und diese Fahrt von Coburg hier runter nach Riedering habe ich absolut genossen. Weil man kann ja immer mal wieder drauf treten. Aber das macht er mit einer Souveränität, es ist echt irre. Und es ist ein großer Unterschied zum Blubbern vom 8-Zylinder. Der 8-Zylinder ist auch toll. Ich habe jetzt noch einen 8-Zylinder gekauft mit ganz wenig Laufleistung, mit unter 20.000 Kilometern. Also ein SL55 AMG haben wir die nächsten Tage auch hier. Aber das ist was anderes. Also das ist halt ein 12-Zylinder und 12-Zylinder sind 12-Zylinder. Ja, ich weiß gar nicht, da ist so irgendwo so ein gewisser Bruch, weil ein 12-Zylinder-Motor mit dem Sound, der klingt ja auch absolut irre. Die Mercedes-Techniker haben ja damals versucht, da auch dem Auto einen richtigen Sound zu geben. Und ich kann sagen, das ist denen wirklich gelungen. Der ist ja irre, brachial, wenn der angemacht wird. Und auch bei höherer Geschwindigkeit, ich bin den teilweise offen gefahren, also das ist gewaltig. Da merkt ihr den Sound, auch wenn er damit mal unter einer Autobahnbrücke durchfährt, das hört sich aber richtig gut an. Ja, und Leistung ist immer genug da. Man muss sich mal vorstellen, 612 PS. Und da ist also leistungstechnisch zu den Autos Black Series oder so, die es heute gibt, mit 670 PS, glaube ich, gar nicht so ein großer Unterschied. Also das macht es da nicht mehr aus. Diese 0,3 Sekunden mehr Beschleunigung. Ich weiß nicht, ob man das rausfährt. Der beißt richtig zu und ich persönlich finde ihn sehr schön. Ich finde, das Auto ist relativ dezent. Dann hat er diese ganz tollen Felgen, die nur der 12-Zylinder hat. Das hat ja nur er, diese grau lackierten Felgen. Die sehen absolut wunderschön aus auf dem Auto. So, jetzt wollen wir gleich mal gucken. Hast du gemerkt, eben er schiebt so ganz elegant, ne? So richtig elegant an. Und es gibt manchmal so Autos, also da kann ich euch bei dem jetzt schon sagen, da lasse ich mich mit Preis, nicht mit mir handeln. Es kann sogar sein, dass ich mir dann irgendwann überlege, sage, da wollen wir 20.000 mehr. Aber im Moment bin ich drauf, den möchte ich eigentlich gar nicht verkaufen. Der ist so edel verarbeitet, ist so toll alles gemacht, der ist so gepflegt. Ich glaube, so ein SL, so ein 12-Zylinder bekomme ich so ohne weiteres gar nicht wieder. Und vielleicht habe ich da auch mit der Zeit selbst Spaß dran. Das ist einfach, das Auto ist toll. Ja, das habe jetzt gar nicht Kickdown gemacht. Ich habe einfach nur mal drauf getreten. Das ist schon geil, nicht? Also da tut sich ein bisschen was.
Man gehört nicht zu den Nachzüglern mit dem Wagen. Nein, also ich sag mal, man ist hier in diesem Auto wirklich in einer sehr souveränen Lage. Ist völlig egal, in welcher Verkehrssituation. Es gibt niemanden, der einen auch nur annähernd nerven könnte. Und man hat so ein total sicheres Gefühl. Also 12 Zylinder sind 12 Zylinder. Und eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde, glaube ich, immer nur 12 Zylinder fahren. Aber muss ich immer so ein bisschen aufpassen, weil der Tacho relativ klein ist. Man weiß manchmal nicht, ob man 150 oder 120 fährt. Und das kann mitunter, was den Punktestand angeht, doch Stress machen. Das ist auch schön leise. Ne? Man hört also die Maschine, man merkt einfach 12 Zylinder. Das ist ein absolut tolles Triebwerk. Ich hatte 2005 einen SL 600, hatte den gleichen Motor. Das ist ja der Maybach-Motor. Also die Maschine wird im Maybach verbaut. Und dass die sich in so einem SL hier wiederfindet mit 612 PS, also ein Auto, ich kann euch sagen, der wird mal richtig teuer, der Wagen. Es gibt ganz viele vermurkste Autos heute von dem und es gibt nur ganz wenige gute und dann noch mit einer Top-Ausstattung dieser schönen Farbe. Ich finde zum Beispiel Silber-Schwarz-Leder, das sieht langweilig aus bei dem Wagen. Dieses zweifarbige hier, alles aus feinstem Leder hier, schaut euch das mal an, das ist einfach klasse. Und dann auch hier Holz, alles auch in diesem schönen Holz. Es gab ja auch komisches Holz. Das müssen wir übrigens noch sauber machen, das Holz. Das ist noch nicht gemacht worden. Passiert aber jetzt in Kürze. Hier ist übrigens der große Schalter fürs elektrische Verdeck. Er hat ja ein Blechdach oben drauf. Früher beim 107er gab es ja noch Stoffdächer. Der fährt von selber hinten runter. Ja, aber das hat hier wirklich keinen Sinn. Das ist alles zu. Guck mal da. Oh je, also heute ist ja dermaßen. Wir haben hier gerade gesehen, dass ein Stau ist. Da brauchen wir gar nicht erst reinfahren. Der wollte mich vorhin einklemmen. Das hast du vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ne? Aber hat leider nicht funktioniert. Funktioniert hier eigentlich gar nichts mit dem Auto. Nerven tut dich hier mit dem Wagen keiner. Es sei denn, du hast einen Bugatti EB 110 oder sowas. Aber sie hat mir ja selten im Verkehr. Ja, aber ich meine, wenn man sich alleine vorstellt, dass das Auto ein Drittel mehr gekostet hat zu Produktionsbeginn als der SL 55. Der war ja richtig teuer. Also über 200.000 Euro. Das war im Jahr 2005 richtig eine Ansage. Das ist für ein Auto, finde ich, eine ganze Menge. Zu der Zeit vor allen Dingen. Da waren ja schon die 130.000 Euro viel Geld für den SL 55. Merkst du, wie locker? Ich habe überhaupt nicht drauf getreten eben. Ne? Das passiert einfach so. Das Ding saust ja los hier, also das ist nicht zu fassen. Nur weil ich hier richtig drauf trete, habe ich da vorne 200. Und das ist irgendwie nicht so gut auf einer Landstraße, wo 80 sind. Na, echt ein toller Wagen. Und was ich total schön finde, ist das Glasdach da oben. Das haben nur ganz wenige sich bestellt damals. Das sieht einmal von außen total schick aus. Und man hat hier innen auch ein wunderbares Raumgefühl in dem Auto dadurch. Wenn der das normale Blechdach hat, ist das irgendwie anders. Ist das ein bisschen gedrückt. Aber so, ganz tolles Raumgefühl. Du hast ja sogar die Sitzbelüftung. Ich sehe gerade, ist bei Paul an. Er hat sogar Sitzbelüftung, was auch nicht jeder hat. Das heißt, eine Klimaanlage im Rücken, damit man gar nicht erst anfängt zu schwitzen. Weil die Geschwindigkeitsentfaltung kann schon mal feuchte Hände oder einen feuchten Rücken bedeuten in dem Auto. Hier einmal drauf treten, nee, das geht ja wieder nicht. Das geht ja leider nicht, ist ja verboten. Ja, das dürfen wir doch hier gar nicht brauchen. Naja, also wie gesagt, ja klar, macht das. Und was übrigens noch richtig gut ist, wenn man 210 fährt und drauf drückt, das rauscht genauso ab. Das ist unglaublich. Das ist völlig wurscht, wie schnell man ist. Der setzt das sofort um und es geht nach vorne. Aber wie? Ja, ein total tolles Auto. Echt, konnte ich mir damals nicht leisten. Hätte ich aber gerne. Ich weiß nicht, ich fand den total toll, den Wagen.
Er hat eine Memory-Schaltung, das sind also 3 Tasten. Ihr könnt die Sitze einstellen, wie ihr möchtet. 3-mal Memory, da hat er Sitzbelüftung, da hat er Sitzheizung, da hinten kann man den Deckel aufmachen. Hier 2 Fensterheber, große Bose Soundanlage. Ich kann euch sagen, dass die super klingt, vor allem wenn ihr offen fahrt. Also es ist wirklich eine Disco ohne Dach, absolute Klasse. Hier der große AMG Schriftzug und jetzt zeige ich euch mal, was 12-Zylinder Triebwerk, wie die aussehen. Hier steht es übrigens auch dezent V12 Biturbo. Was ich halt so schön finde, er hat diese Doppellampen. Die gefallen mir sehr viel besser, dass dieses Xenonlicht, als nachher die umlaufenden Lichter. Die fand ich nicht mehr schön bei dem Auto. So sieht er richtig toll aus. Jetzt schaut mal hier. Top gepflegt, also das kann man ja nun wirklich sagen. Schaut euch mal die Qualität von dem Wagen an, die ist erste Klasse. Da ist das AMG 12-Zylinder Triebwerk, also passt kein Zentimeter mehr dazwischen. 612 PS, hier AMG Affalterbach, also das ist wirklich ein tolles Teil. Gerade Inspektion gemacht bei 89.000. Also der Wagen ist immer gepflegt worden. Hier auch Distronic hat er auch, das konnte er an diesem Stern erkennen. Wie gesagt, Auto ist noch nicht aufpoliert, das ist noch ein bisschen Arbeit dran. Das mir auffiel bei dem Wagen, deswegen haben wir gleich zugeschlagen, das ist der Pflegezustand. Der ist wirklich neuwertig. Ja, das. Grüß Gott. So, hast gezeigt, ne? So. Ja, was das Interieur angeht, also da sage ich gleich noch was dazu, das ist auch neuwertig. Der hat überhaupt keine Risse oder überhaupt, das ist ganz pfleglich behandelt worden. Dann hat er hier oben dieses tolle Glasdach. Also wenn das Dach drauf ist, kann man das auch gut sehen. Dadurch sieht er absolut schick aus, dieser Wagen. Hat innen, hinten die getönten Lichter. Das haben ja die normalen SL der Serie W230 nicht gehabt. Da gehört eigentlich hier hinten der Schriftzug SL65 drauf. Den haben wir jetzt bestellt, den bekommen wir auch. Und dann könnt ihr halt eben von hinten sehen, so sieht ein Heck vom 12-Zylinder aus. Und dann, besonderes Erkennungsmerkmal waren halt diese total schönen Felgen. Die hat der SL55 nicht gehabt. Also wenn ihr das Ganze nehmt, das ist wirklich ein Sammlerstück. Gerade wie er hier konfiguriert ist. Deutsches Auto, kein Japaner, kein US-Auto. Hier zugelassen, immer gepflegt worden hier. Und die Qualität von dem Auto, die finde ich wirklich toll. Das merkt man auch beim Fahren. Also es fehlt an nichts und er hat eine dermaßen brachiale Kraft. Das ist mal ein Sammlerstück hier. Der Wagen, der kostet recht bald das Doppelte und mehr. Kann ich euch ganz sicher garantieren. Ja, was heißt, kann ich euch nicht garantieren, aber davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass der hochgeht. Die machen ja schon die Kurve nach oben im Moment. Und ich finde ihn übrigens wunderschön. Jetzt könnt ihr auch an der Schürze vorne erkennen. Ich glaube, daran kann man den 12-Zylinder auch erkennen. Ne? Oder ist die genauso wie beim SL55? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das wollen wir jetzt nicht behaupten. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das elektrische Dach aufgeht. Das ist ja eine ganz tolle Mechanik, ein toller Mechanismus, dass er ein festes Dach hat, was sich komplett versenkt hinten. Komplett dann auch wieder zugeht, die Scheiben gehen hoch. Ja, und was wir hier noch haben, ist ein Windshot. Das macht also durchaus einen Sinn, wenn man mit dem Wagen mal schneller unterwegs ist. Ja, und dann sitzt man hier drin. Also es ist wirklich ein super schön geformtes Cockpit, was einen gut umschließt. Ja, einfach ein tolles Auto. Ganz offen ist er natürlich wirklich toll. Ne? Ein traumhaft schönes Gefühl, mit dem offen zu fahren. Und dann so viel Kraft unter der Haube zu wissen, ist einfach super. Also eigentlich darf man so ein Auto gar nicht verkaufen. Ne? Der ist so klasse, der Wagen. Der bringt für das bisschen Geld so dermaßen viel Leistung, Freude, Komfort. Das ist so edel alles gemacht hier. Da hat er diese Vollausstattung. Hier könnt ihr sehen, deswegen sind wir eben nicht Autobahn gefahren, weil wir dann Stau haben, wie immer auf der A8. Aber so einen Fahrfilm auf der Autobahn machen wir in Kürze. Da fahren wir auf die A94 Richtung Passau. Die ist meistens leer, die ist neu gebaut. Da können wir mal richtig drauf treten, euch mal zeigen, was so ein Wagen wirklich kann. Aber bei so einem schönen Tag heute durch die Landschaft zu fahren mit dem Auto ist einfach ein Genuss. Wenn ihr übrigens
wir sind der Meinung, dass AMG echt eine Zukunft hat. Wenn ihr AMGs habt mit einer geringen Laufleistung, bitte bietet mir diese Autos an. Wir kaufen auch an. Also ich habe die Autos jetzt hier angekauft, weil ich der Meinung bin, wenn das deutsche Autos sind, die sind top gepflegt, haben wenig gelaufen, die Autos haben Zukunft. Habe ich immer Interesse. Im Übrigen fahre ich die gerne. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir von unserem Sportwagen- und Oldtimer-Thema weggehen. Natürlich machen wir das weiterhin. Nur unsere Firma ist gewachsen. Wir haben mittlerweile wieder 14 Mitarbeiter. Und wir haben 3 Betriebe und die Nachfrage ist gut. Wir haben allein letztes Wochenende 5 Autos verkauft. Bei uns ist eine gute Nachfrage, aber es ist manchmal schwer, an gute Sachen zu kommen. Also bitte denkt da an mich, ruft mich an. Wir haben immer Interesse an wirklich guten Autos. Wir kaufen auch an, wir besuchen euch, wir schauen uns das an. Und wer sagt, ich möchte ganz diskret das noch machen, das geht auch mit mir. Telefon 080 36 70 04 und ich bin bei euch. Ich fahre alle 14 Tage durch Deutschland. Und in der Regel 100.000 Kilometer im Jahr. Und mir ist auch nichts zu weit. Also, tolle Autos, immer gerne zu Cargold. Muss aber Cargold-Qualität sein. Das ist entscheidend. Nur Cargold-Qualität, nichts Halbes, das machen wir nicht. Oh, merkst du, wie der von unten kommt? Toll, was? Wie der schiebt. Völlig unaufgeregt. Völlig unaufgeregt. Ja, es sei vielleicht noch mal erwähnt, dass wir in Hamburg ja auch unseren Laden haben und auch für Hamburg richtig tolle Autos immer suchen. Da gibt es 2 Kollegen, wir haben eine tolle Mannschaft gefunden, das ist der Herr Ebel und der Herr Kremer. Der Laden ist ja sehr groß, der hat 3 Etagen, da passen 100 Fahrzeuge rein, 60 haben wir schon. Der Verkauf ist auch sehr gut angelaufen. Also wenn ihr auch aus Hamburg kommt oder aus Norddeutschland oder Dänemark oder in skandinavischen Ländern, Autos in Cargold-Qualität bitte uns immer anbieten, da werdet ihr sofort gut bedient. Wir kaufen auch an, wir besuchen euch auch sofort. Und wer sagt, ich möchte das alles ganz diskret machen, soll keiner wissen, geht ganz genauso. Wir haben mittlerweile viele Filme liegen, die wir nicht zeigen, wo der Kunde sagt, nee, will ich nicht. Aber es gibt trotzdem einen tollen Film von uns und ich kann euch sagen, dass die Filme Autos aufwerten. Also das ist das, was wir hören. Wenn einer ein Auto besitzt, was 500.000 Aufrufe hat, der ist ja stolz. Also guck mal hier, ich habe so einen tollen Wagen, der wird so oft geguckt. Das heißt, unsere Filme werten Fahrzeuge auf. Also das steht fest. Die Erfahrung haben wir mittlerweile gemacht. Also, Autos in Cargold-Qualität, das ist Voraussetzung. Uns immer anbieten, das können tolle Sportwagen oder tolle Oldtimer oder Klassiker sein. Da sind wir hoch dran interessiert und haben immer die richtigen Käufer dafür. Ja, jetzt alles Gute. Ich sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal dann auch wieder aus Hamburg. Euer Stefan Luftschütz. Bleibt mir treu. Immer mit Freude am Auto. Bis bald und Tschüss.